Pinguinen und kurzen Nächten. Jasmin Knusperberg, 6 Jahre alt, war schon seit langem wach. Genau gesagt seit 5 Uhr morgens. Jasmin wachte immer so früh auf, egal wie spät ihre Eltern sie ins Bett schickten. Ihre Eltern mochten es überhaupt nicht, so früh aufzustehen. Jeden Tag stritten sich darüber, wer Jasmin am Morgen Gesellschaft leisten sollte. Sie versuchten, Jasmin möglichst spät ins Bett zu schicken. Sie ließen sie so lange aufbleiben und Fernsehen schauen, wie sie wollte. Sie drehten die Stereoanlage laut auf und tanzten mit ihr. Aber was sie auch anstellten, nichts half. Jasmin war am nächsten Tag, noch vor dem Morgengrauen, putzmunter. Es war ein schöner Morgen, vielleicht nur ein wenig zu kühl. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, es war sogar ein Sonntag, weswegen ihr Vater in der Küche stand und Pfannkuchen buk, während ihre Mutter noch im Bett lag und faul über den Bildschirm ihres Handys strich. Unter der Woche arbeitete sie sehr viel, war aber dafür am Wochenende immer zu Hause, wenn auch nicht mit ihren Gedanken. Das zumindest, sagte Jasmins Vater. »Mama, lass doch endlich das Handy in Ruhe«, sagte Jasmin. »Du bist doch kein Kind mehr.« Jasmins Mutter schaute sie schuldbewusst an und machte einfach weiter. Jasmin schüttelte den Kopf und schlenderte in die Küche, wo sie ein Pfannkuchen vom Teller blitzte. »Jasmin, es gibt gleich Frühstück für alle«, sagte ihr Vater. »Aber bei Mama wird das bestimmt noch ewig dauern«, beschwerte sich Jasmin. »Sie ist nur müde«, sagte Jasmins Vater. »Ich komme ja schon«, hallte es aus dem Elternschlafzimmer, aber ihre Mutter kam einfach nicht. »Na toll«, sagte Jasmin. »Leonie, komm endlich«, brüllte der Vater. Nun tauchte auch Jasmins Mutter im Türrahmen auf. Sie trug einen roten Morgenmantel, mit dem Jasmin liebend gern verkleiden spielte. Die Haare ihrer Mutter waren ganz zerzaust. »Ich liebe Pfannkuchen«, sagte die Mutter und setzte sich an den Tisch. Jasmins Vater gähnte träge, stellte einen großen Teller mit den Pfannkuchen, mehreren Konfitüren und Apfelmus auf den Tisch und setzte sich ebenfalls. Nur nahm er sich keinen Pfannkuchen, sondern versteckte sich hinter einer Zeitung. Seine Augen waren von tiefen, schwarzen Augenringen umrandet. »Was machen wir heute?«, fragte Jasmin. »Ich weiß nicht«, brummte ihr Vater und raschelte mit der Zeitung. »Ich möchte mit Delfinen schwimmen«, sagte Jasmin. Jasmins Vater legte seine Zeitung zur Seite und ihre Eltern schauten sich lange an. »Jasmin, ich glaube nicht, dass das jetzt möglich ist«, sagte ihre Mutter. Das wusste Jasmin natürlich, aber sie wusste auch, dass sie pokern musste, um von ihren Eltern das zu bekommen, was sie sich eigentlich wünschte. »Bitte«, flehte Jasmin. »Vielleicht im Sommer, ja?«, schlug ihre Mutter vor. »Im nächsten Sommer, eventuell«, korrigierte ihr Vater sie. »Dann könnten wir vielleicht in den Zoo«, schlug Jasmin vor. »Ich weiß nicht, da waren wir doch erst letzten Sonntag«, murmelte Jasmins Mutter. Sie mochte keine Zoos, weil Zoos sie an Gefängnisse erinnerten und sie es nicht richtig fand, Tiere einzusperren. »Aber nur im Aquarium«, sagte Jasmin. Ihr Vater machte einen hohen Laut, den weder Jasmins Mutter noch Jasmin zu deuten wussten. »Ich hätte auch so gern einen Bruder oder eine Schwester«, sagte Jasmin. »Na gut, zieh dich an«, rief ihre Mutter und stand auf. Eine halbe Stunde später machte sich die Familie Knusperberg auf den Weg in den Zoo. Die 3 mussten mehrere Stationen mit der Straßenbahn fahren und Jasmins Vater verschanzte sich mal wieder hinter seine Zeitung. Jasmins Mutter machte mal wieder irgendetwas auf ihrem Handy. Jasmin nestelte an ihrem Rucksack und schaute aus dem Fenster. Sie waren die ersten Besucher im Zoo. Nicht nur Jasmins Eltern schauten müde aus, auch die Zootiere wirkten noch ganz schön schläfrig. Sie gingen von einem Gehege zum nächsten. Jasmins Vater las alle Schilder laut vor. Langsam füllte sich der Zoo, auch mit anderen Besuchern. Jasmin bewunderte rosa Flamingos, fürchtete sich vor den großen Löwen, reckte den Hals nach Giraffen, schaute Elefanten beim Pinkeln zu, und dann stand sie endlich vor ihrem liebsten Ort auf der ganzen Welt, dem Pinguingehege. Er war erst vor wenigen Wochen eröffnet worden und hatte in der Mitte eine begehbare Insel, auf der man den Pinguin ganz nah sein konnte. Jasmin liebte Pinguine. Sie betrachtete eine große Pinguinfamilie, die am Ufer stand und ihrerseits Jasmin beobachtete. Es war eine Familie von Brillenpinguinen, die dann der Reihe nach ins Wasser sprangen und ein Bad nahmen. Ein kleines Pinguinküken watschelte auf Jasmin zu. Sie winkte ihm zu und das Küken machte noch einen Schritt auf sie zu. Es hatte gar keine Angst vor ihr. Jasmin schaute sich rasch nach ihren Eltern um. Ihr Vater rauchte vor dem Gehege eine Zigarette und ihre Mutter war wieder mit ihrem Handy beschäftigt. Schnell hockte sich Jasmin hin und streckte die Hand nach dem kleinen Pinguin aus. Es fühlte sich nass und glatt an und ehe er sich's versah, steckte sie ihn unter ihr T-Shirt.
Der winzige Pinguin gab keinen Laut von sich. Er schmiegte sich an Jasmin und schien es zu genießen. »Ich nehme dich mit nach Hause, du wirst bei uns wohnen, in der Badewanne schlafen, und wenn es dir zu warm wird, kannst du dich in den Kühlschrank verkriechen«, flüsterte Jasmin und stellte sich vor, wie der kleine Pinguin an ihrem Küchentisch sitzen und Fischstäbchen essen würde. Jasmin liebte Fischstäbchen, außerdem war das einzige Gericht, das ihre Mutter kochen konnte und das dem Pinguin bestimmt auch schmecken würde. »Ich werde dich so lieb haben«, flüsterte Jasmin und machte sich auf den Weg zum Ausgang. Doch dann fing die Pinguinmutter an, hektisch mit den Flügeln zu schlagen und aufgeregt hin und her zu rennen. »Siehst du die Pinguinmama?« Jasmin spürte die Hand ihrer Mutter auf der Schulter und zuckte vor Schreck zusammen. Sie liebte kleines Küken mehr als alles andere auf der Welt, und wenn es verloren ginge, würde der Kummer sie verrückt machen. So würde es auch mir gehen, wenn ich dich verlieren würde. Kannst du das verstehen, Jasmin? Jasmin nickte und ließ den kleinen Pinguin wieder frei. Er lief aufgeregt zu seiner Mutter und kuschelte sich an sie. »Ich dachte, du würdest dich freuen. Du sagst doch immer, der Zoo sei ein Gefängnis«, sagte Jasmin trotzig. »Das stimmt, aber würde das Pinguin-Baby nicht fürchterlich seine Mutter vermissen, so wie ich dich vermissen würde?«, fragte Jasmins Mutter. »Das würdest du nicht. Du siehst mich ja nicht. Du klebst immer nur an deinem Handy«, sagte Jasmin. »Ach, Jasmin«, ihre Mutter seufzte und streichelte über Jasmins Haar. »Ich stecke es jetzt in die Tasche und schalte es ganz aus. In Ordnung? Versprochen?« »Versprochen.« Als Jasmin am nächsten Morgen um 5 Uhr in der Früh die Augen aufschlug, lag ein neuer Plüschpinguin neben ihr im Bett. Den hatten ihre Eltern ihr auf dem Weg nach Hause gekauft. Sie drückte ihn an sich, blieb noch ein Weilchen liegen und stand erst auf, als die Sonne schon aufgegangen war. Dann weckte sie ihre Mutter.